Möchtest du gerne ausmisten, aber weißt nicht wie und wo du starten sollst? Vielleicht mistest du auch schon eine ganze Weile aus und fühlst dich jedoch immer wieder überfordert mit dem ganzen Prozess. Dann möchte ich dir hier ein paar Wege aufzeigen, die es mir erleichtern, mich von Überflüssigem zu trennen und neue Freiräume zu schaffen. Fange klein an. Ich tendiere dazu, mich bei großen Aufgaben schnell überfordert zu fühlen. Meist daher, weil ich auf das Gesamtprojekt schaue, auf den großen, vor mir aufragenden Berg. Dabei verlangt keiner von mir, ihn in einem Stück zu erklimmen. Und auch von dir erwartet das niemand. Wenn es dir ähnlich geht wie mir, solltest du dir beim Entrümpeln nicht zu viel auf einmal vornehmen. Beginne nicht mit einem gesamten Zimmer, nicht einmal mit einem ganzen Schrank. Fange stattdessen mit einem kleinen Bereich an, zum Beispiel einer Schublade oder einem Regalfach. Auf diese Weise siehst du schnell kleine Erfolge. Und du gehst weiter, Schritt für Schritt und Etappe für Etappe. Starte dort, wo es den größten Unterschied macht. Du denkst jetzt vielleicht an den Raum in deinem Zuhause, in dem das größte Chaos herrscht und der Vorher-Nachher-Vergleich am beeindruckendsten wäre. Bei vielen von uns wäre das wahrscheinlich der Keller oder der Dachboden. Aber das meine ich damit nicht. Überlege mal, welcher Bereich dich im Alltag am meisten nervt und beginne dort. Vielleicht ist es für dich der überladene und zugestellte Schreibtisch, an dem du endlich einmal wieder kreativ arbeiten möchtest. Oder es ist dein mit ungeliebten Stücken vollgestopfter Kleiderschrank. Vielleicht ist es auch deine Küche, in der anstelle von Kochspaß Chaos herrscht. Fange dort an, wo du dir am sehnlichsten Veränderung wünschst. Nimm dir Zeit. Dein Zuhause zu entrümpeln kann anstrengend und zeitintensiv werden. Besonders wenn es dir wie mir nicht leicht fällt, dich zu entscheiden. Du musst dein Haus nicht in Rekordzeit ausgeräumt bekommen. Schließlich hat es ja auch Jahre gebraucht, all den Kram anzusammeln, oder? Plane dir extra viel Zeit ein, gerade wenn du dich am Anfang von der schieren Größe deines Vorhabens überfordert fühlst. Mache dir vielleicht sogar eine Liste, welche kleineren Projekte du in welcher Reihenfolge angehen möchtest. Nimm dir dann zum Beispiel einen Monat lang 1- bis 2-mal die Woche eine halbe Stunde Zeit, um in kleinen Schritten aufzuräumen. Auch eine halbe Stunde erscheint dir zu viel? Dann beginne stattdessen mit 10 bis 15 Minuten täglich. Du entscheidest über das Timing, das für dich passt.
Erinnere dich an dein Warum. Gerade weil das Ausmisten ein oft langwieriger Prozess ist, der dich Zeit und Kraft kostet, kommst du vielleicht an einen Punkt, an dem deine Motivation in den Keller fällt. Da ist es hilfreich, dir dein Warum in Erinnerung zu rufen. Weshalb wolltest du überhaupt mit dem Ausmisten beginnen? Ist es die Überforderung im Alltag, die du reduzieren möchtest? Willst du weniger aufräumen und putzen müssen? Wünschst du dir mehr Zeit für die Dinge, die du wirklich gerne machst? Fühlst du dich eingeengt und belastet von den Sachen, die dich in deinem Zuhause umgeben? Es gibt unzählige gute Gründe. Erinnere dich an deine. Entscheide dich. Sicher fällt es dir nicht allzu schwer, die Dinge zu benennen, die du behalten möchtest. Deine Lieblingsstücke, die dir Freude bereiten. Und wahrscheinlich findest du auch schnell einige Sachen, die du auf jeden Fall loswerden willst. Aber was ist mit all diesen Vielleicht? Das Shirt zum Beispiel, in deiner absoluten Lieblingsfarbe, an dem du aber die ganze Zeit herumzuppelst, wenn du es tatsächlich denn einmal trägst. Oder die hässliche Vase von Tante Hilde, die ihren Platz ganz hinten im Schrank hat, damit du sie so selten wie möglich sehen musst. Aber weggeben kannst du sie ja schließlich nicht. Sie war ja ein Geschenk. Oder doch? Neben den klassischen Fragen wie: Brauche ich das? Nutze ich es? Und macht es mich glücklich? Hilft es dir vielleicht, folgende Gedanken durchzuspielen. Wenn ich diesen Gegenstand verlieren würde, würde ich ihn ersetzen, also ihn mir nochmals kaufen? Würde ich den Gegenstand hergeben, wenn mir jemand Geld dafür anbieten würde? Wäre ich traurig oder gar erleichtert, wenn der Gegenstand kaputt ginge und ich ihn entsorgen müsste? Stell dir diese Fragen und dann triff deine Entscheidung. Ich hoffe, meine Tipps helfen dir dabei, entspannter an das Thema Ausmisten heranzugehen und dich dabei weniger überfordert zu fühlen. Bis bald!